Nachhaltige Technologien beschäftigt sich zum einen mit der Weiterentwicklung, Verbesserung von Technologien hin zu mehr Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite mit der Bewertung von Technologien, wie nachhaltig sie denn eigentlich sind mit der Methode der Lebenszyklusanalyse. Unsere Forschung beschäftigt sich mit dem Energy-Climate-Nexus. Das heißt, auf der einen Seite schauen wir uns an, welche Auswirkungen Wetter und Klima auf erneuerbare Energiensysteme haben. Dazu erstellen wir digitale Zwillinge von Energiesystemen und untersuchen, inwieweit wir Wetterprognosen zum Beispiel nutzen können, um das zu steuern und um solche Systeme zu optimieren. Der andere Bereich ist die Perspektive, welchen Einfluss haben die Energiesysteme auf das Klima. Hier nutzen wir die Methode der Lebenszyklusanalyse. Das heißt, wir erstellen Ökobilanzen von Energiesystemen, oft mit einer Perspektive auf Energieverkehrskopplung, also Power-to-X ist ein Thema, synthetische Kraftstoffe, Wasserstofftechnologie. Also was wir konkret umgesetzt haben, ist der Aufbau eines energiemetrologischen Labors, was angeschlossen ist an das Wasserstofflabor der Hochschule. Und wir besitzen natürlich ganz viel Ökobilanzierungssoftware und haben entsprechend auch Tools, um das an Modellierung von Energiesystemen anzukoppeln. Was total toll ist, ist, dass wir natürlich mitten in den zentralen Themen des Umbaus der Energiesysteme stehen. Das heißt, was politisch diskutiert ist, da sind wir wirklich mitten dabei, auch mit der Frage, ist das wirklich nachhaltig? Denn das untersuchen wir natürlich auch mit unserer Forschung. Das ist natürlich wunderbar. Was ich mir wünsche, sind viele begeisterte junge Menschen, die dort forschen und mitarbeiten wollen, weil ich glaube wirklich, dass für den Umbau des Energiesystems und letztlich auch unserer gesamten Industrie und technischen Infrastruktur wir wirklich viele Menschen brauchen. Und da junge Leute zu haben, die da mitmachen, die davon begeistert sind, das wäre natürlich ein Traum. Wo ich glaube, wo wir auch wirklich besser werden müssen, ist in der Umsetzung. Wir brauchen Leute, die sich auch trauen zu investieren, wenn gute, innovative Ideen da sind, wie wir eine nachhaltige Entwicklung schaffen können. Also wir haben ja vor ein paar Jahren einen neuen Studiengang hier an der Hochschule eingeführt als eine der ersten deutschen Hochschulen, nämlich nachhaltige Ingenieurwissenschaften. Und dort verbinden wir eine fundierte ingenieurwissenschaftliche Ausbildung mit einem Fokus auf Energie- und Verkehrsthemen mit Fragen der Nachhaltigkeit. Das heißt, die haben auch Fächer wie zum Beispiel Lebenszyklusanalyse und Nachhaltigkeit. Das ist ein Fach, wo man Ökobilanzierung lernt, was zunehmend an Bedeutung auch gewinnt. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man profundes Wissen in den Ingenieurwissenschaften mitbringt, damit man wirklich auch an Lösungen arbeiten kann. Und ich glaube, mit diesem Studiengang haben wir das ganz gut auf den Weg gebracht.